Wir müssen über den Tellerrand schauen, ist ein oft verwendeter Satz in Meetings. Aber so einfach ist das oft gar nicht. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, kreativ und innovativ zu denken? Das Phänomen heißt funktionale Fixierung. Warum sie uns bezüglich Innovationsprozessen immer wieder ein Bein stellt und warum gerade 5-Jährige im Vorteil sind, erfährst du jetzt. Bei der funktionalen Fixierung reduzieren wir ein Objekt auf seine vorgesehene Funktion. Und dadurch fällt es uns schwerer, kreative Lösungsansätze zu finden. Und genau dazu gibt es ein interessantes Experiment, das Kerzenproblem. Dieses Experiment wurde in den 1920er Jahren von dem Psychologen Karl Duncker durchgeführt. ProbandInnen bekamen eine Kerze, Streichhölzer und eine Schachtel voller Reißzwecken vorgelegt. Die Aufgabe war, die Kerze an einer Wand anzubringen und sie anzuzünden. Die Lösung der Aufgabe klingt einfach. Die Schachtel mit den Reißzwecken wird entleert und die Kerze wird in die leere Schachtel gestellt. Die Schachtel wiederum kann man dann mit einer Reißzwecke an der Wand befestigen und zum Schluss zündet man die Kerze an. Auf die Lösung kamen jedoch nur 15% der ProbandInnen. Sie kamen einfach nicht auf die Idee, die Schachtel mit den Reißzwecken auszukippen und für die Aufgabenstellung zu verwenden. Und jetzt wird's bitter. Je älter wir werden, desto ausgeprägter ist die funktionale Fixierung. Ein Team der University of Essex führte dieses Experiment nochmals durch. Diesmal waren die ProbandInnen unterschiedlich alt. Es stellte sich heraus, dass 5-Jährige kein einziges Anzeichen der funktionalen Fixierung aufwiesen. Sie lösten die Aufgabe im Durchschnitt in 40 Sekunden. 6-Jährige und Erwachsene brauchten hingegen 120 Sekunden. Also das Dreifache an Zeit. Kleine Kinder sind von der Welt so fasziniert, weil sie die Dinge, die sie sehen, noch nicht in Schubladen und Kategorien eingeteilt haben. Je älter wir werden, desto mehr nehmen wir unsere Umwelt in definierten Kategorien wahr. Das ist im Alltag nützlich. Es geht aber auch auf die Kosten der unbegrenzten Kreativität und des unorthodoxen Denkens, die für Kinder typisch sind. Und das wiederum kann Innovation und Problemlösung im Weg stehen. Innovation und Problemlösung gehen Hand in Hand. Stell dir vor, du sollst die Nachhaltigkeitsstrategie für dein Unternehmen entwickeln. Dabei sollen KundInnen gebunden werden, aber der Umsatz soll sich nicht verringern. Das Problem: Wenn eines deiner Produkte kaputt geht, schmeißen es deine KundInnen weg. Eine typische Herangehensweise im Bereich Nachhaltigkeit sind Unternehmensstrategien, die sich ganz gut mit das Gleiche, aber in grün und teurer zusammenfassen lassen. Dieselben Produkte werden mit 20% mehr recyceltem Material hergestellt, bekommen ein grünes Label und einen Preisaufschlag. Und dann wird gehofft, dass die Nachfrage groß genug ist. Ein Nachteil: Dadurch verschiebt sich das Thema auf die zahlungskräftigeren Kundensegmente, anstatt eine systemische Lösung zu finden. Ein anderer Ansatz wäre, ein bestehendes Geschäftskonzept aufzugreifen und es als Beitrag zur Nachhaltigkeit zu nutzen. Zum Beispiel ein Reparaturservice für deine hergestellten Produkte. So bindet man KundInnen langfristig, erzielt Gewinne und das Problem der Produktnachhaltigkeit ist auch gelöst. Jedes Problem verlangt seine eigene Lösung und ist im Regelfall auch komplizierter als „führe doch einfach einen Reparaturservice ein". Mit diesen 3 Tipps wird das Finden eines Lösungsweges erheblich leichter. Erstens, reduziere das Problem auf das Wesentliche. So wirkst du der Tendenz entgegen, direkt einen Lösungsweg zu erstellen. Probiere das Problem mit einem konkreten Satz zu beschreiben. Auf unser vorheriges Beispiel angewendet könnte der Satz so lauten: Unser Problem ist, dass die begrenzte Produktlebensdauer unserer Ware nicht nachhaltig ist. Danach geht es um das Finden einer möglichen Lösung. Und da setzen der 2. und der 3. Tipp an. Der 2. Tipp lautet: Lass dich von anderen Bereichen inspirieren, egal wie fachfremd diese auch sind. Durch einen Reparaturservice können Produkte immer wieder angewendet werden, ähnlich wie die Mehrwegbecher einer großen Kaffeekette. Und schließlich 3. Hole die Meinung von außen ein. Mitglieder verschiedener Teams haben ziemlich sicher einen anderen Blick auf dein Problem. Dadurch erhältst du viele verschiedene Perspektiven, die du nun für deine Problemlösung nutzen kannst. Probier es einfach mal aus. Learn, transform, grow. Masterplan.